Lass uns mit Gebet anfangen. Lieber himmlischer Vater, danke, dass du uns hier zusammengebracht hast. Bitte führe uns in die richtige Richtung, wenn wir dein Wort studieren. So, hilft uns, ein paar Schritte zu Jesus näher zu kommen. Und bitte segne Bruder Lorenz, als er die Klasse anleitet. Und bitte segne auch alle Ohren, die zuhören. Und bitte sei auch mit der Übersetzung und der Technik. Und ich danke dir in Jesu Namen. Amen. Okay, so I thought since today was this counter decree passed, okay, So, ich dachte gerade, weil heute diese Gegendekret erlassen worden ist, where basically this vaccine mandate was now paused, wo diese Impfgesetz oder Zwang auf hinausgezögert würde oder pausiert würde. Therefore I thought we just make a short recap of the thoughts we looked at, I don't know, a week ago or so. Ich dachte, wir werden eine kurze Zusammenfassung von den Gedanken, die wir vielleicht vor einer Woche oder so angeschaut haben. And then just add some more thoughts to it. Und einige mehrere Gedanken da hinzufügen. Okay, so I don't know if everybody saw what has been decided today, Ich weiß nicht, ob jeder gesehen hat, was heute entschieden worden ist. but they want to now basically pause or hold the decree for at least 3 months. Aber sie wollten diesen Dekret so pausieren oder anhalten für 3 Monate mindestens. And then they want to readdress it, reevaluate, and maybe then again put it in place or maybe pause it even longer. Und nach 3 Monaten wollen sie es wieder einschätzen und erwägen, ob sie es wieder einsetzen wollen oder die Pause verlängern wollen. Okay, so, and we looked at this, that basically it's always about this decree that decides everything that goes on in the world. Okay. Wir haben das angeschaut, es hängt sie immer von diesem Dekret ab, das, was in der Welt stattfindet. And just jump over the first quote. Und überspringt zuerst das erste Zitat. The first quote is this quote about the little time of peace. Das erste Zitat ist diesen Zitat über der kleine Zeit des Friedens. And let's go to the second quote, Und zur zweiten Zitat gehen wir, where it speaks about the Sunday law. wo es spricht über den Sonntagsgesetz. It says, to secure popularity and patronage, legislators will yield to the demand for Sunday law. Those who fear God cannot accept an institution that violates the precept of the Decalogue. On this battlefield comes the last great conflict of the controversy between truth and error. And we are not left in doubt as to the issue. Now, as in the days of Mordecai, the Lord will vindicate his truth and his people. By the decree enforcing the institution of the papacy, in violation of the law of God, our nation will disconnect herself fully from righteousness. Okay, so it marks here this decree. And what does this decree do? So, es markiert diesen Dekret hier und was tut dieser Dekret? Disconnect themselves from God. Yes, exactly. Man sagt, dass sie sich abschaffen oder abbinden, abschneiden von Gott. Yeah. So, therefore, when they disconnect themselves from the Lord, now they are not under His protection anymore. So, wenn sie sich von Gott abschneiden, sind sie nicht mehr unter seinem Schutz. And when you go now in your Bibles to Psalms 119, Wenn wir in unseren Bibeln zu Psalm 119 gehen, verse 126, 119, Vers 126.
It says, "It is time for thee, Lord, to work, for they have made void thy law." Okay, so this is the Sunday law, when they now make void God's law. Das ist der Sonntagsgesetz, wo sie Gottes Gesetz außer Kraft setzt. Okay, so now let's go back to the quote. So, Zitat zurück. So we understand, so when they now disconnect themselves, or when they make the decree, they disconnect themselves from God. So, wenn sie diesen Dekret erlassen, die sich von Gott trennen, And then, I don't know if you translate this correctly, but maybe. So let's just continue. It says, "When Protestantism shall stretch her hands across the gulf to grasp the hand of the Roman power, when she shall reach over the abyss to clasp hand with spiritualism, when under the influence of this threefold union our country shall repudiate every principle of its constitution as a Protestant and Republican government, and shall make provision for the propagation of papal falsehoods and delusions, then we may know that the time has come for the marvelous working of Satan, and that the end is near." Okay, so what begins when they disconnect themselves from righteousness? so, was fängt an, wenn sie sich von Gerechtigkeit trennen? Yeah, the working of Satan, right? Das Wirken Satans. Okay, so obviously the Lord withdraws his protection, and then Satan has more power. So, Okay. offensichtlich der Herr entzieht seinen Schutz und dadurch hat Satan mehr Kraft, And who comes together here? mehr Einfluss. Und wer kommt zusammen? Threefold union. Die Right? dreifaltige Union. Next paragraph. Nächster Absatz. "As the approach of the Roman armies was a sign to the disciples of the impending destruction of Jerusalem, so may this apostasy, this decree, okay, Diese Dekret, dieser Abfall. be a sign to us that the limit of God's forbearance is reached, that the measure of our nation's iniquity is full, and that the angel of the mercy is about to take her flight, never to return. The people of God will then be plunged into those scenes of affliction and distress, which prophets have described as the time of Jacob's trouble." Okay, so when the Sunday law is passed, what begins? So, wenn der Sonntagsgesetz erlassen wird, was fängt an? Jacob's trouble, right? Die Zeit von Jakobs Okay, Tod. therefore it depends upon the decree. So, deswegen ist es abhängig von dem Dekret. So let me just look at this. So there's a decree, So, hier ist ein Dekret and this then causes trouble. und das verursacht den Trübsal. And where do we see this illustrated also? Und wo können wir dies gesehen oder wo können wir dies dargestellt sehen? Where are the kings troubled? Wo sind die Könige verunruhigt? For instance, in Daniel 2, right? Zum Beispiel in Daniel 2. Nebuchadnezzar is troubled, right? Nebukadnezar ist beunruhigt. And Pharaoh is troubled when he had this syndrome. Okay. Und Pharao auch, als er diesen selben Traum hatte. Okay, so and you mentioned 1848. Und 1848 wurde erwähnt. Yes, so 1848, 1848, what happened there was geschah da? in prophetic terms? In prophetischen Ausdrucksweise. Okay, yes, Also den Süden kam gegen den Norden auf, but I mean a different prophetic term. aber ich meine eine andere prophetische Ausdruck. What does this word connect with 1848 Was from the Bible? verbindet Ellen White mit 1848 von der Bibel her? Yes, shaking of the earth Die Erschütterung der Erde. is described in Wie beschrieben Matthew, Mark, and Luke. in Okay, Matthäus, Markus und Lukas. so this is Matthew 24. So let's go to Matthew 24. Matthäus 24, also lasst uns dahin. So let's begin in verse 4. Und fangen wir in Vers 4 an. And Jesus answered and said unto them, Take heed that no man deceive you. So what comes up here? So, was kommt hier herauf? Deception, right? Verführung. For many shall come in my name, saying, I am Christ, and shall deceive many. So when this decree is passed, then there is false prophets coming up, So, right? wenn dieses Dekret erlassen wird, kommen falsche Propheten auf.
And then it goes on to say in verse 6, Sagt es weiter in Vers 6. And ye shall hear of wars and rumors of wars. See that ye be not troubled. For all these things must come to pass, but the end is not yet. For nation shall rise against nation, and kingdom against kingdom, and there shall be famines and pestilences and earthquakes in diverse places. All these are the beginning of sorrows. Okay, so when the decree is passed, what is the result? Also wenn der Dekret erlassen wird, was ist der Resultat? Earthquakes. Yes, which is? Erzwehen und was sind sie? The nations coming against Yes. wars and rumors. Exactly. Nation gegen Nation, Kriege und Kriegsgerüchten. So there will be then nation versus nation, right? So, Nation gegen Nation wird es geben. Okay. And it says, see that you not Es Ah. sagt, Sorge, dass ihr nicht, be troubled, right? dass ihr nicht beunruhigt seid. So in the time of trouble, you should not be troubled. Also in der Zeit des Trübsals sollst du nicht beunruhigt sein. Do we see all the world is being troubled at the moment Wir about this sehen, war? dass die ganze Welt ist beunruhigt wegen dieses Kriegswillen. Yes. Okay. Ja, So, but we should not be troubled because we should understand these things from God's word and then have understanding of His protection and His guidance of these things. Right? wir sollten nicht beunruhigt sein, denn wir sollten diese Dinge verstehen von seinem Wort. Seinen Schutz und seine Führung in diesen Dingen erkennen. Okay. So now let's go back to our notes. So, zu den Notizen zurück. So jump over Matthew 24 and 1848, So, überspringen wir Matthäus 24 und 1848 and then jump down to the heading Sixth Plague Ends Time of Peace. zu dem Titel Die 6. Plage, das beendet den Zeit des Friedens. Okay. And we will just read down to where the boldface ends. Und wir werden lesen, bis zu wo das Fettgedruckte zu Ende ist. It says, I saw that the four angels would hold the four winds until Jesus' work was done in the sanctuary. And then will come the 7 last plagues. These plagues enraged the wicked against the righteous. They thought that we had brought the judgments of God upon them, and that if they could rid the earth of us, the plagues would then be stayed. A decree went forth to slay the saints, which caused them to cry day and night for deliverance. This was the time of Jacob's trouble. Then all the saints cried out with anguish of spirit and were delivered by the voice of God. Okay, so what do we see here? So, was können wir hier sehen? What is being passed? Was wird hier erlassen? The death decree. Yes, the death. Todesdekret. Right? Okay, so, and we understand this is typified here at this waymark of the midnight cry, right? Wir verstehen, das wird vorausgeschattet hier an diesem Wegmarke der Mitternacht. Also says in Matthew 24, the great tribulation, such as was not since the world began, never shall be. So it's Yes. the same thing. Yes. Das sagt in Matthäus 24, große Trübsal, die nicht gewesen ist seit Anbeginn der Erde. Und das ist hier vorausgeschattet. So therefore we can see here is also a decree passed. So, wir können sehen, dass hier auch ein Dekret erlassen ist. Yes. Amen? Because that's what it says here. Das ist, was es hier sagt. And where else do we see in the Bible that the decree is passed here? Und wo sehen wir noch in der Bibel, dass ein Dekret hier erlassen wird? Esther. Esther, yes. In das Buch Esther. So let's go to Esther chapter 3. So, lass uns zu Esther Kapitel 3 gehen. And so just to get the context, let's read the first 6 verses. Um Kontext zu verschaffen, lesen wir die ersten 6 Versen. It says, After these things did Ahasuerus promote Haman, the son of Hammedatha the Agagite, and advanced him and set his seat above all the princes that were with him. And all the king's servants that were in the king's gate bowed and reverenced Haman, for the king had so commanded concerning him. But Mordecai bowed not, nor did him reverence. So that's now bowing down before this golden image. Right? Das ist diese Niederbeugung vor diesem goldenen Standbild. So the Sunday law. Sonntagsgesetz eben. Then the king's servants, which were in the king's gate, said unto Mordecai, Why transgressest thou the king's commandment? Now it came to pass, when they spake daily unto him,
and he hearkened not unto them, that they told Haman, to see whether Mordecai's matters would stand, for he had told them that he was a Jew. So now we understand this is now this waymark when you get reported and delivered up. Wir Right? verstehen, dass das diese Wegmarke ist, wo du gemeldet wirst und ausgeliefert wirst. So daily he was not bowing down, So täglich beugte er sich nicht nieder and now he gets reported. und hier wird er gemeldet. And then verse 5. Vers 5. And when Haman saw that Mordecai bowed not, nor did him reverence, then Haman was full of wrath. Okay, so the kings at this waymark, they are full of. So, die Könige an diesen Wegmarke sind voller Zorn. Okay. And then verse 6. Vers 6. And he thought scorn to lay hands on Mordecai alone, for they had showed him the people of Mordecai. Wherefore Haman sought to destroy all the Jews that were throughout the whole kingdom of Ahasuerus, even the people of Mordecai. And then we understand they make this decree, right? Und dann verstehen wir, sie machen diesen Dekret. Okay. So here in verse 15, Vers 15. yeah, the posts went out, being hastened by the king's commandment, and the decree was given in Shushan the palace. And the king and Haman sat down to drink, but the city Shushan was perplexed. So here's this decree So, hier ist diesen Dekret. to now kill God's people. Okay. Gottes Volk zu töten. And then in chapter 4, verse 1, Mordecai is then putting on sackcloth and ashes and cries bitterly, right? Dann in Kapitel 4, Vers 1, Mordecai zieht an Sacktuch und Asche und heult bitter. Okay, so good. So therefore we have a decree here, Wir we haben have a decree here. ein Dekret hier und auch eine Dekret hier. But in the sixth plague, what do we read? What happens here? In der 6. Plage, was lesen wir, was geschieht Who hier? comes together here? Wer kommt hier zusammen? Threefold union, Die right? dreifaltige Union. Yeah, but we saw at the Sunday law the threefold union already came together. Aber wir haben an der Sonntagsgesetz gesehen, dass die dreifaltige Union bereits zusammenkam. So there's the decree, threefold union comes together, Dekret und dreifaltige Union kommen zusammen. and there's the decree, threefold union comes together. Und hier Right? auch eine Dekret und die dreifaltige Union kommt zusammen. Okay, but why does it need to come together here again? Aber warum muss es hier wieder zusammenkommen? Yes, because there's this little time of peace before, Weil right? es diese kleine Zeit des Friedens davor gibt, Okay. Where they get stopped in their tracks for a short time. wo Right? sie gestoppt werden auf ihrem Bahn eine kurze Zeit lang. Okay. And but here, when you come now, and they bring the death decree against you personally, Aber wenn du hier ankommst und den Todesdekret gegen dich persönlich anbringen, it marks that you now are delivered up, right? You stand before the state power. das markiert, dass du wo du ausgeliefert wirst und vor den Staatsmacht stehst. So let's go to Daniel 3, Zu Daniel 3. which is this parallel illustration to Esther 3. Das ist diese Paralleldarstellung zur Esther 3. And there also the Jews don't want to bow down, right? Und hier auch die Juden wollen nicht niederbeugen. And now they are reported and delivered up. Und sie werden gemeldet und ausgeliefert. And then verse 13. Und dann in Vers 13. It says, then Nebuchadnezzar in his rage and fury commanded to bring Shadrach, Meshach and Abednego. Then they brought these men before the king. So, yeah, the king was raging, right? So, der König war wütend. Okay. And what is he now giving them in this story here? Und was gibt er sie hier in dieser Geschichte? Time to change their mind. Yes, a time to change their mind, right? Eine Zeit, ihre Einstellung zu verändern. And they can still now recant and bow down and then everything is fine. Und sie können immer noch ihre Meinung ändern, sich niederbeugen und dann wäre alles in Ordnung. Okay. And how do we study? Und wie studieren wir? Line upon line. Linie auf Okay. Linie. So when you go to Daniel chapter 2, So, wenn wir zu Daniel 2 gehen, Daniel stands here also before the king is threatened with death, right? Daniel steht auch hier vor dem König und ist mit dem Tod begegnet. But what does Daniel do in Aber Daniel was 2? tut Daniel in Daniel 2? Asks for time. Yes, he asks for time, Er right? bittet um Zeit. So it says here in verse 16, In Vers 16 sagt es, then Daniel went in and desired of the king that he would give him time and that he would show the king the interpretation. So therefore we have this
this time that is given you. So, wir haben hier diese Zeit, der dir hier gegeben wird. So therefore it shows that even though you're now faced with this death sentence, okay, Das zeigt, obwohl du mit diesem Todesdekret begegnet bist, you still have time before you now basically face the execution of it. Okay. so, du hast immer noch Zeit, noch bevor du die Ausführung dieses Gesetzes begegnet wirst. Okay. And therefore what must you do there in this time? Deswegen, was musst du in dieser Zeit tun? Sad cry for deliverance. Yes, Du exactly. musst klagen und heulen für Befreiung. Yes. Amen. Okay. And we understand then you come to this little box here. Und dann verstehen wir, kommst du diesen kleinen Box hier an. Which is basically this final trouble. Was diese endgültige oder letzte Trübsal ist. Okay, so we saw when this decree is passed, are there false prophets? Wir haben gesehen, wenn dieses Dekret erlassen wird, gibt es falsche Propheten. Yes, right? Ja. When this decree is passed, are there false prophets? Wenn dieses Dekret erlassen wird, gibt es falsche Propheten. Yes. Ja. How do we know this? Job. Okay, Friends. yes, Job's Also three friends. Hiob, Right? die 3 Freunde. And where else? Und wo noch? Matthew 24. Matthew 24. Matthäus right? 24, ja. So let's go to Matthew 24. So gehen wir wieder zu Matthäus 24. And let's read verse 9. Und wir lesen Vers 9, Verse 9 to 11. die Verse 9 bis 11. Then shall they deliver you up to be afflicted, and shall kill you, and ye shall be hated of all nations for my name's sake. So it marks this point, right, when you're delivered up. Das markiert diesen Punkt hier, wo du ausgeliefert wirst. Okay. And you're facing death, they want to kill you. Du Okay. bist dem Tod begegnet, sie wollen dich umbringen. And then shall many be offended, and shall betray one another, and shall hate one another, and many false prophets shall rise and shall deceive many. Right? So here you have false prophets. So, hier hast du auch falsche Propheten. FP for false FP, prophets. falsche Propheten. Okay. Now, there we see this, and what about this? So, wir können hier sehen, was ist hiermit? Yes, we saw the pattern, right? There's always this little time of peace before the next time of trouble. So, wir haben den Muster gesehen. Es gibt immer diese kleine Zeit des Friedens vor der nächsten Zeit des Trübsals. And where do we see this illustrated, for instance? Und wo können wir dies dargestellt sehen? Jonah. Yes, both correct. Okay. What did you say? Job. Ah, okay. The Job also. Yes. So let's go to Job. So, lass uns zu Hiob gehen. Job, is it 32 or so? Hiob 32. Yes, Job 32. Hiob 32. Because we understand that these two tests of Job. Ja, wir verstehen, es gibt diese 2 Testen von Hiob. The first period is this test of all your earthly goods and belongings and relationships. So, dieser erste Test ist dieser Test von all deiner irdischen Beziehungen und deinem Besitz. And the second test is then your own life also. Right? Und der zweite Test ist dein eigenes Leben noch dazu. But in this second test, how many phases do you again have? Aber in diesem zweiten Test, wie viele Phasen hast du wieder? 2, right? First, the 3 friends of Job come. Zuerst die 3 Freunde von Hiob kommen auf. And then what happens in verse 1? Und dann, was geschieht in Vers 1? So these 3 men ceased to answer Job because he was righteous in his own eyes. So they now ceased the accusation. So, sie haben ihre Anklage aufgehört. And then it says, then was kindled the wrath of Elihu, the son of Barachel, the Buzite, of the kindred of Ram, against Job was his wrath kindled, because he justified himself rather than God. Right, so now Elihu comes up. So, jetzt kommt Elihu auf. Why saying 2 phases? I don't get what you're saying that. Yeah, in the sense that there are these, first the 3 friends and then Elihu. So, 3 Yeah, friends and then Elihu. It's not really 2 phases because when you go to
Matthew 24, you have false prophets of the Sunday law, you have false prophets of this, Yes. and you have false prophets, always in the same place, always after the time of peace. So it's two phases. You could say there's three phases then, if you're going to use that expression, because No, it's in the sense you have this first test of Job, right, with all his earthly belongings. Das ist dieser erste Test von Hiob, all seinen irdischen Besitz. And then the second test is his own life also. Sein zweiten Test ist sein eigenen Leben auch noch. But under this own life also, you have basically these two tests. Okay. Aber unter seinem eigenen Leben auch noch gibt es diese zwei Tests. So that's why I say two phases. So darum sage ich zwei Phasen. so what I mean is that the false prophets here, there's three sets, and the test always should I say the patterns always the same. Okay, so, and we see here these three men cease, and what does Jude call these men? So, wir können sehen, dass diese drei Männer hören auf, und wie nennt Judas diesen drei Männer? Exactly, okay? These raging waves, right? Ah, okay, diese tobende Wellen. Okay, it's just for the recording's sake. Keep your finger here, let's go to Jude. So, in den Aufnahmewillen haltet den Platz hier und geht zum Judasbrief. And he speaks about these evil, the wicked ones. Er spricht über diesen Bösen hier, So let's just read verse 11. Vers 11. 11 to verse 30. Die Versen 11 bis 13. It says, Woe unto them, for they have gone in the way of Cain, and ran greedily after the error of Balaam for reward, and perished in the gainsaying of Kor. These are spots in your feasts and of charity, when they feast with you, feeding themselves without fear. Clouds they are without water, carried about of winds, trees whose fruit withereth, without fruit, twice dead, plucked up by the roots, raging waves of the sea, foaming out their own shame, wandering stars, to whom is reserved the blackness of darkness forever. Okay, so they're also stars, we can say, Sie sind auch Sterne, but false stars. aber falsche Sterne. But here it says, raging waves of the sea, foaming out their own shame. Aber hier sagt, es sind tobende Wellen des Meeres und sie schaumen ihre eigenen Schande. Yes? Amen. Okay. So, when we go now to, what's his name again? Jonah. Und wenn wir jetzt zu Jonas gehen, Jonah chapter 1. Jonas Kapitel 1. In verse 7. Vers 7. Jonah 1:7 Jonas 1, Vers 7. says, And they said every one to his fellow, Come, and let us cast lots, that we may know for whose cause this evil is upon us. So they cast lots, and the lot fell upon Jonah. Okay, so where do we mark this here? So, wo Why? markieren wir das hier? Day of Atonement. Yes, the Day of Atonement, right? Lot cast. Versöhnungstag. Same place as they were cast in lots in Esther. So, derselbe Ort, wo sie das Los warf im Buch Esther. So it's here at the midnight cry. Hier Right? an der Mitternachtsruf. Okay, and then eventually he gets thrown into the sea. Und Right? dann wird er letztendlich ins Meer geworfen. And what happens? Und was geschieht? So verse 15. Vers 15. Yes, the sea ceased, right? Also das Meer hörte auf zu Because it was toben. raging. Und es war am Toben. So they took up Jonah and cast him forth into the sea, and the sea ceased from her raging. Okay? So these raging seas are now ceasing. So diese tobenden Meere hören auf. But then where's, immediately after entering into? Aber wo geht er sofort danach hinein? Zu einer Trouble. Yes, in the belly, right? It's the next time of trouble. Das ist die nächste Zeit des Trübsals. Okay? So therefore here in Job's story you also have these raging seas, these three friends. So hier in Hiobs Geschichte hast du diese tobende Wellen, also die tobende Meere, diese drei Freunde. And they cease. Und sie hören auf. And then Elihu comes up. Und dann Okay. kommt Elihu auf. Yes? Amen. Okay, so, and this is Satan's last deception
where Elihu wants to deceive you. Und das ist Satans seine letzte Versuchung, wo Elihu versucht, dich zu Whale verführen. is the dragon. Yes, Who's the dragon? the whale. Ach, der Wal ist der Drache. Because this work is what you still need, right? It's the higher cleansing. Denn dieses Werk ist das, was du noch nötig hast. Es ist der höhere Reinigung. Yes, and Satan wants to make you believe, yeah, you're already clean, Und Satan möchte dich, dass du glaubst, dass du bereits rein bist. and that you therefore already can go forward. Und dass du deswegen auch bereits gesandt werden oder vorangehen kannst. Okay. So, and therefore we have false prophets also here. So, deswegen haben wir auch falsche Propheten hier markiert. Okay. But you had a decree in false prophets, right? Also man hat hier eine Dekret und falsche Propheten hier und eine Dekret und falsche Propheten hier. And the decree always caused the seas to rage, right? Und- Externally and internally. Das Dekret verursachte, dass die Meere sich toben, sowohl extern als auch intern. So therefore, what must you have here also when the seas again begin to rage here? So, deswegen, was muss man auch hier haben, wo das Meer fängt an wieder zu toben? A decree, Ein right? Dekret. So now let's go and to Daniel 3. So, lass uns jetzt zu Daniel 3 gehen. I mean, it doesn't say literally here that he makes a decree, but you can see that he basically makes a decree. Du kannst nicht buchstäblich sehen in dieser Geschichte, dass er ein Dekret macht, aber du kannst sehen, dass er doch ein Dekret macht. And I've never looked, maybe there's also a story where it literally says this way, Mark, that somebody makes a decree. I've never really watched. Ich habe es nie nicht geguckt danach, aber vielleicht gibt es wirklich eine Geschichte an diese Wegmarke, wo ein Dekret buchstäblich gemacht wird. But here it says now, because in verse 13 he was raging and he gave them time to recant, right? Also in Vers 13, er war wütend und gab sie Zeit, ihre Meinung zu ändern. But at the end of this time, what are they doing? Aber am Ende dieser Zeit, was tun sie? Yeah, they make this faithful confession, right? Sie geben diese treue Zeugen, diese Okay. treue Bekenntnis. Legen sie. Because they basically say we will not bow down. Also sie sagen, wir werden uns nicht vor dir beugen. Okay, and now what happens in verse 19? Und was geschieht in Vers 19? Then was Nebuchadnezzar full of fury, and the form of his visage was changed against Shadrach, Meshach, and Abednego. Therefore he spake and commanded that they should heat the furnace 7 times more than it wont to be heated. So he was now full of fury, right? So, er war jetzt voller Zorn. It's also a parallel with the 7 times Christ is tried. Yes. Das ist parallel mit den 7 Mal, wo Christus verhört wird. And get cast into here. Und du wirst hier hineingeworfen. But at the end, what does Christ say when he rebukes Satan? Aber am Ende, was sagt Christus, wenn er Satan tadelt? Come on, rebuke thee. Yes. Is this not a Ist, brand plucked out of the fire? ist Right? dies nicht ein Brandscheid aus dem Feuer gepflückt? So you're not plucked out. Okay. Ist herausgepflückt worden. All right. So therefore, the first group gets delivered here, So, right? die erste Gruppe wird hier befreit, But the decree is still testing this next group, right? aber das Dekret testet der nächste Gruppe. Yes. Amen? So the decree is abolished here at the end. Also das Dekret wird hier am Ende aufgehoben. Okay. So basically, decree. I might just make counter decree. Also Gegendekret. And this decree basically marks this beginning of this 7th plague, and it causes this trouble under the 7th plague. Okay. Und diese Dekret beginnt das Anfang von 7. Plage und es verursacht den Trübsal in der 7. Plage. Okay. So everybody can follow so far. So kann jeder soweit folgen. You have these 3 stages of this decree, Diese 3 Etappen des Dekrets. and at the end it gets removed. Und am Ende wird es aufgehoben. Okay. So, and therefore what we did last time is we took this pattern
Okay. Was wir das letztes Mal gemacht haben, ist, wir haben diesen Muster genommen And we just applied it. I mean, you can apply it now in principle to our fractal. und du Okay. kannst das im Prinzip unseren Fraktal anwenden. Okay. So when you take this, So, wenn du dies hier nimmst, this is just a bigger version, okay, das ist nur eine größere Version of all this. Yeah, in von das principle. Gesamte hier unten. Yes. Amen. Okay. But Aber okay. Let me just illustrate it now like this. Okay. so lass mich das so darstellen. This principle of this box can also be applied to here or applied to there. So, Okay. Das Prinzip von diesem Kasten kann entweder hier drin markiert werden oder aber auch hier drin. And obviously in our time, we had no decree here. Und in unserer Zeit hatten wir hier kein Dekret. We also had no decree here. We Und auch hier don't. kein We Dekret. even don't know what this meant here for us. Okay. So, wir wissen noch nicht mal richtig, was dies für uns bedeutet. But what we can see now here Aber was wir hier sehen können, is now a decree just before the time of peace, right? ist eine Dekret kurz vor der Zeit des Friedens. Because the Sunday Lord decree is in our time which decree? Weil das Sonntagsgesetz-Dekret in unserer Zeit ist welches Dekret? The vaccination decree. Also der Okay. Impfdekret. So therefore, what I want to suggest is that that this decree that we saw here was basically typifying this decree So, in was principle. ich Okay. vorschlagen möchte, ist diese Dekret, die wir hier gesehen haben, ist diese Dekret im Prinzip, Based upon the pattern. basierend auf den Muster. Okay. So so we had this decree here, So, wir haben diese Dekret. and what must we therefore see according to the pattern? So, was müssen wir den Muster nach sehen? False prophets So, falsche Propheten and this raging waves, right? und diese tobende Wellen. So could we see false prophets coming up here? So können wir sehen, hier falsche Propheten aufkommen. Yeah, the Americans. Yeah, the Americans, Die right? Amerikaner. Yes. Amen. So there was no accident that just around this decree the Americans popped up. Es ist Okay. kein Zufall, dass um diesen Dekret herum die Amerikaner auf diese Weise heraufgekommen sind. And then also what happened with the raging waves externally? Und was geschah mit diesen tobenden Wellen extern? The war in Ukraine. Yeah, war in Ukraine. Krieg in Ukraine. Yes. Amen. So in this sense, yeah, we can now see this principle in a very miniature version here illustrated. So, Okay. deswegen können wir dieses Prinzip hier in einer Miniaturversion bereits sehen. Okay. So we had false prophets and this decree and basically this war in Ukraine. So, falsche Propheten, diese Dekret und diese Kriege in der Ukraine. Because we saw that this decree always leads to kingdom against kingdom, nation against nation. Wir sehen, dass diese Dekret führt immer dazu, dass Königreich gegen Königreich und Nation gegen Nation aufkommen. Yes. Amen. Okay. So and therefore the Lord now permitted this illustration of kingdom against kingdom to be illustrated here. Okay. Deswegen der Herr erlaubte, dass Königreich gegen Königreich hier zu sehen ist. Because at the moment, God always, He wants to teach us, right? Denn im Moment, der Herr möchte uns lehren. It doesn't bring everything at the same time. He just picks one thing here and allows it to come to pass, and one thing there and allows it to come to pass, and we can look backwards and then see all these things manifested. Okay. Er lehrt uns nicht alles gleichzeitig. Er erlaubt eine Sache hier zustande zu kommen und dann eine andere Sache da zustande zu kommen, und dann erlaubt uns, dass wir rückwärts schauen und And then can bring everything together. Okay. so dass wir alles zusammenbringen. For instance, 9/11. Zum Beispiel 11. September. At 9/11, did everything take place that would take place at the 7th plague? So am 11. September ist alles da stattgefunden, was am 7. Plague stattfinden wird. There he wanted to teach us about The judge.
judgment, in radical Islam, So, in all these things. nur da wollte er uns lehren über das Gericht und das radikale Islam. Yeah, but there was no like civil war and wars in the world at the same time. Aber es gab keinen Bürgerkrieg und Kriege zur selben Zeit da markiert. Okay, so therefore now, yeah, the Lord chose now to illustrate this war of the nations to mark it here. So, Okay. der Herr wählte diese Kriege in der Nation, dies hier zu markieren. And he wants us to basically now observe this and learn of this. Okay. Er möchte, dass wir dies anschauen und davon lernen. And if all these thoughts are correct, then we saw now here a counter decree, right? So, und wenn all diese Gedanken richtig sind, dann sollen wir hier ein Gegendekret sehen. Yeah. And this is what basically passed today. Und das Okay. ist, was heute geschehen ist. Yes. Amen. Okay, so we have a counter decree, Ein Gegendekret. and if the war in Ukraine is then a result because of this decree, Und wenn das Krieg in der Ukraine ein direktes Resultat dieses Dekrets ist, in a sense that now the Lord withdraw His protection and allowed this war to in take dem place, Sinne, dass der Herr seinen Schutz zurückgezogen hat und erlaubt, dass diese Sache stattgefunden hat, then when this counter decree is now passed, also wenn diesen Gegendekret erlassen wird, what can we then expect also would happen soon now with this war in Ukraine? was können wir denn erwarten, was mit diesem Krieg in der Ukraine stattfinden wird? That it would stop. Yeah, that it will soon stop, right? Dass es sich bald aufhören wird. Okay, so and it's also interesting. I don't know. I mean, just today, the Russian government announced that it doesn't want to topple the Ukrainian government any longer. Und es ist interessant, dass wir gehört haben, dass die russische Regierung haben heute kundgegeben, dass die nicht mehr die ukrainische Regierung stürzen möchte. And that there's some no, they want to have some dialogues now, peace talks. Okay. Es gibt einige Austausch jetzt und Gerüche von Friedens reden. I mean, they still obviously have vast differences, but you can see definitely there's now some change already taking place. Okay. So, sie haben immer noch große Unterschiede, aber man kann sehen den Anfang von Veränderungen, die da stattfinden. Okay, but what can we also always see at this waymark? What is the Lord doing at the end? Aber was können wir auch immer an diesem Wegmarke sehen? Was tut der Herr am Ende? Judgment. It brings a judgment, Er right? bringt ein Gericht. Okay, so if the Lord now also wants to illustrate a judgment here, then He will bring a judgment. So, Okay, wenn der Herr auch hier ein Gericht darstellen möchte, dann wird er auch hier ein Gericht bringen. and if not, then not. Okay, Und wenn nicht, dann nicht. yeah. But here we can be sure that He will bring a judgment because prophecy shows that we will give a prediction about it. Aber Okay, hier auf jeden Fall wird er ein Gericht bringen, weil die prophetische Erzählung zeigt, dass wir hier darauf gerade eine Vorhersage geben but werden. here we did not give a prediction. Aber hier haben wir keine Vorhersage gegeben. And therefore, we'll see how this all will play out now. So deswegen werden wir sehen, wie sich das alles ausspielt. Okay, but we can definitely see that based upon this counter decree, Aber wir können auf jeden Fall sehen, basierend auf diesem Gegendekret, that we are now entering into this little time of peace. dass wir jetzt in diese kleine Zeit des Friedens hineinkommen. Yes. Amen. Okay, so and you also can know that it will come back soon, Und wir Okay. können aber auch wissen, dass es sehr bald wieder zurückkehren wird. and then this test will really start for us. Und dann diesen Test wird wahrlich für uns anfangen. Okay, so good. And when we come into the time of peace, what always do we need to be careful of? Wenn wir in der Zeit des Friedens hineinkommen, auf was müssen wir besonders achten? Forget Lord. Yes, not to forget God. So, Right? Gott nicht zu vergessen. And when we go, for instance, to Ezekiel 28, Wenn wir zum Beispiel zu Hesekiel 28 gehen, and then let's begin in verse 15.
15, Und fangen wir in Vers 15 an. or verse 14. 14 sogar. It says, Thou art the anointed cherub that covereth, and I have set thee so. Thou wast upon the holy mountain of God, thou hast walked up and down in the midst of the stones. Thou wast perfect in thy ways from the day that thou wast created till iniquity was found in thee. Okay, so we understand the creation marks the birth, right? Also wir verstehen, dass die Schöpfung markiert den Geburt. And you're born at the baptism. Und du Right? wirst bei der Taufe geboren. Okay, so obviously here we're not born again. Okay, Und natürlich hier sind wir nicht neu geboren. but Brother Mark, you already showed us Aber Ja. Bruder Mark hat uns bereits gezeigt, that in this time, in diese Zeit, or let's just go from here to here first. oder sogar von hier bis hier zuerst, In what experience are we here? in welcher Erfahrung sind wir hier? Galatians 4, right? Galater 4 Erfahrung. Which is this first struggle, right? Was dieser erste Ringen oder Kampf ist. And then you come to the first birth, Und right? dann kommst du zum ersten Geburt an, Yeah, baptism. die Taufe. And then you have this second struggle until the second birth, Und right? dann hast du diese zweite Kampf bis zur zweiten Geburt. Okay, so and even though nobody is born again of us here, Und obwohl keiner von uns an diese Wegmarke neu geboren wird, it will be still, yeah, we go through some principles, okay? wir gehen dennoch durch einige Prinzipien. In reality, we are still under the Galatians 4 experience until the end, right? In When Realität sind wir immer noch unter der Galater 4 John is Erfahrung, born. ganz bis zum Ende, wo Johannes geboren wird. But under the Galatians 4 experience, the Lord wants to teach us pattern and principles, Aber right? unter der Galater 4 Erfahrung, der Herr möchte uns Mustern und Prinzipien lehren. Yeah, so in this sense, He will also somehow illustrate the Galatians 4 experience from here to here. So, deswegen wird er auch auf eine Art und Weise der Galater 4 Erfahrung von hier bis hier darstellen. And then this second struggle, in some sense, even though it's not truly the second struggle, it's then from here to here. Und dann Okay? dieser zweite Kampf, obwohl es nicht wahrlich der zweite Kampf ist, möchte er darstellen von hier bis hier. This is what you showed, right? Das ist, was du gezeigt hast, richtig? I So want I'm deep in thought. No, this pattern and this principle, right? From Galatians 4, is in some principle, in some way here, and then you have the second struggle from here to here. Yes, I mean, you see that with, you see that also in the big fractal. You have John halfway along. Mm. John has to now walk righteously Yes. until Christ, right? So but it's still in the Galatians 4 experience, so you see the same thing. Yes, yes. So, du siehst das auf der größeren Fraktal, dass Johannes ist nur den halben Weg entlang und er muss gerecht wandeln bis zu Ende. So in some sense, John is raised up here, even though it's not John. So Okay. im gewissen Sinne, Johannes wird hier aufgerichtet werden, obwohl das nicht wahrlich Johannes ist. And he must maintain until here, Und er muss aufrecht wandeln bis hierhin. and then John is truly born. Und dann Okay. ist Johannes wahrlich geboren. Okay. I hope you guys can follow. Ich hoffe, dass ihr folgen könnt. It's just, yeah, the Lord will just give us a different experience here than He gives us here. Also der Herr wird uns nur eine andere Erfahrung hier drin geben als hier zuvor. You just have to maintain the truth Yes. from the past all the way to the end. Du musst nur die That's Wahrheit von der Vergangenheit, den ganzen Weg bis zum Ende aufrecht halten. Because when this test comes, Satan will try to Deny your past deny experience. everything that you learned here. Denn wenn dieser Test hier kommt, Satan wird versuchen, dass du alles, was du in dieser Zeit gelernt hast, verleugnen oder bis hierhin alles verleugnest. Okay, so and therefore when we read this here in Ezekiel 28, Und deswegen, wenn wir das hier in Hesekiel 28 where it lesen, says, "Yeah, thou art this anointed cherub, and you were perfect from the days of your creation," so, wenn es sagt hier, du bist dieser gesalbte Cherub und du warst perfekt von Anbeginn deiner Schöpfung an, it's here, but in some principle it's here, even though you're not born again here. ist Okay? es zwar hier, aber im Prinzip ist es auch hier, obwohl du hier nicht neu geboren And bist. the Lord wants to lead us now through this pattern in some degree. Der Herr möchte uns diesen Muster in gewisser Weise hindurchführen. Like from 9/11 forward, there was Yes. no birth, Yes. but you're walking a path
typifying the parable of the 10 virgins. Yes. Am 11. September, es gab kein, didn't give what? There was no birth. Da war kein Geburt da, aber du wandelst den Pfad entlang. And you typify the parable of the Okay. 10 virgins. Und du schattest den Gleichnis den 10 Jungfrauen voraus. Okay. And then when you just go back to Ezekiel 28, sorry, Zurück zu Hesekiel 28 gehst, and then verse 16, Vers 16. it says, "By the multitude of thy merchandise they have filled the midst of thee with violence, and thou hast sinned. Therefore I will cast thee as profane out of the mountain of God, and I will destroy thee, O covering cherub, from the midst of the stones of fire." So, what was the problem of Lucifer? So, was war das Problem mit Luzifer? Lifted himself up. Yes, and was this merchandise, right? So, hat sich erhoben und war auch diesen Händler. And Babylon is a city of, Und Babylon ist eine Stadt yes, of merchandise, of traffic. von Right? Händlern. So it's all these worldly business transactions, yeah, these worldly transactions you do every day new. Okay. Das sind all diese weltliche Geschäftsführungen, die du Tag für Tag tust. Yeah, that Satan will now try to bring in your life here in Das- order to forget God. Satan hier in diese Zeit hineinbringen werden, um zu versuchen, dass du Gott vergisst. Okay, so therefore this is what we now need to guard against, So, gerade davor sollten wir uns hüten and always have this test before our eyes. Okay. dass wir diesen Test immer vor unsere Augen haben. And that we use the time of peace. It's the time of peace is given for what? What would Dass we? wir den Zeit des Friedens nutzen. Und wofür ist der Zeit des Friedens? We saw this in a few presentations like Okay. 2 days or 3 days ago. Wir haben dies, Okay, yes, message go. Yes. dass die Botschaft vorangeht. But at Mount Sinai, what were they to do? Aber am Berg Sinai, was sollten sie tun? Yeah, they were to prepare, right? Sie sollten vorbereiten. So, and it says the time of peace was time of peace intervened in order to prepare for the tempest. So, Yes. der Zeit des Friedens ist eingeschaltet, um sie auf den Sturm vorzubereiten. Yes. Okay, so this is this tempest. Okay, Und hier ist diesen Sturm. because we saw the decree will come again, and this will make the waves to rage. Wir haben gesehen, dass der Dekret wieder aufkommen werden und das werde verursachen, dass die Wellen sich wieder toben. Okay, so decree reinstated. Okay. Der Dekret wieder reingebracht. Okay, and this will be then our vaccination test. Also das wird unser Impftest werden. Amen. Amen. Okay, so that's what I wanted to share this evening, Das ist, was ich heute Abend mitteilen wollte. and I hope that gets now clearer and clearer, Ich hoffe, dass es klarer und klarer wird. and also now what happens with the Ukrainian war Und auch, will obviously teach us something that we need to then also recognize and correctly understand prophetically. und auch was mit der ukrainischen Krieg wird geschehen, was uns lehren wird. Irgendetwas, was wir korrekt prophetisch verstehen müssen. But if this understanding is correct, that this decree caused this war, Aber wenn es korrekt ist, dass dieses Dekret direkt diesen Krieg verursachte, in the sense that the Lord now permitted nation to rise up against nation, in dem Sinne, dass der Herr erlaubte, dass Nation gegen Nation aufkam, then this counter decree will now end the war very soon. denn Okay. diese Gegendekret hier wird den Krieg sehr bald beenden. Yeah? Amen. Okay. This will we need to watch for. Und Okay. gerade darauf sollten wir Ausschau halten. Okay, then I would say if there are no further questions, So, ich würde dann sagen, wenn es keine Fragen gibt, then let's close with our prayer round. dass wir mit unserer Gebetsrunde Schluss machen.